Stell dir vor, du könntest an hunderten kleinen Firmen mitverdienen, ohne selbst Gründer zu sein. BDCs macht's möglich. Die Definition sind börsennotierte Private Equity oder Private Debt Gesellschaften. BDCs wurden 1980 in den USA eingeführt, um Kapital für Mittelstand zugänglicher zu machen. Und der gesetzliche Clou ist, wir haben hier eine 90-prozentige Ausschüttungspflicht des Gewinns. So ergibt sich auch die hohen Dividendenrenditen. Und genau das führt zu Renditen von 8 bis hin zu 12%. Schauen wir uns hier 3 konkrete Beispiele an. Aktie Nummer 1, Main Street Capital. Hier lag mein Einstieg bei 48,64 Euro. Aktuell haben wir hier einen Kursplus von 16%, erhaltene Dividende von 2,49 Euro. Insgesamt halte ich derzeit 4 Anteile. Main Street Capital schüttet derzeit monatlich aus, hat die Dividende nie gekürzt und in Krisen sogar stabil gehalten. Der Fokus liegt hierbei auf Lower Middle Market Companies und Equity-Beteiligungen. Wir sehen aktuell eine Dividendenrendite von knapp 7%, ein Dividendenwachstum auf 10 Jahre von 7%, auf 5 Jahre 7,98% und auf 3 Jahre sogar 20%. Hier sehen wir auch schon, dass für die ganzen nächsten Monate bereits auch schon die Dividende angekündigt worden. Nun schauen wir uns Main Street Capital noch mit Investing Pro an. Den Affiliate-Link findet ihr unten in meiner Beschreibung. Das 52 Wochen bzw. Tief liegt zwischen 40 und 58 Euro. Aktuell liegen wir bei 56,49 Euro. Die Analysten setzen hier ein Ziel von 51,92 Euro. Aktuelle Dividendenrendite von 5,99%. Das Unternehmen befindet sich auf jeden Fall in einer finanziellen sehr guten Lage. Wenn man BDCs als Staffel zieht, wäre Main Street Capital die verlässliche Lokomotive vorne. Aktie Nummer 2, Ares Capital, größte BDC weltweit mit einem 20 Milliarden Portfolio. Wir haben ein sehr breites Kreditbuch, Healthcare, Software, Industrie und Service. Mein Einstieg lag bei 18,84 Euro. Insgesamt halte ich 11 Anteile. Der aktuelle Kurs liegt bei 19,20 Euro, das ergibt einen Plus von 3,94 Euro und eine Dividende habe ich hier bereits erhalten von 5,24 Euro. Die aktuelle Dividendenrendite liegt bei ca. 9%. Auch hier haben wir ein stetiges Dividendenwachstum. Bei 10 Jahren bei 4%, bei 5 Jahren bei 3% und bei 3 Jahren bei 8,56%. Und genau das wollen wir auch sehen, dass die Dividende auch kontinuierlich wächst. Wir haben hier eine größere Bilanz, bessere Refinanzierungsmöglichkeiten und institutionelle Investoren an Bord. Das heißt, es ist weniger Volatilität, eher defensiv ausgerichtet, die Berkshire Hathaway unter den BDCs. Das 52 Wochen Hoch und Tief liegt bei 16 bis 20 Euro, aktuell bei 19,15 Euro. Die Analysten setzen hier ein Ziel von 19,89 Euro. Wir haben eine Dividende von aktuell laut Investing Pro von 8,57%, bei einem Payout Ratio von 90%. Das Unternehmen befindet sich aktuell in einer guten finanziellen Lage. Ares Capital hat sogar ein Investment Grade Rating. Das ist eine Seltenheit bei BDCs. Aktie Nummer 3, Oxford Lane Capital. Wir haben einen extrem hohen Cashflow, Rendite von über 12% möglich. Das Geschäftsmodell, Spezialisierung auf CLO. CLOs sind gebündelte Unternehmenskredite. Der Vorteil, riesige Cashflows. Der Nachteil, es ist sehr riskant, stark abhängig von Kreditqualität und Zinsen. Also wesentlich riskanter als Main Street Capital oder Ares. Aber für High-Yield-Jäger kann es extrem spannend sein. Oxford Lane ist wie ein Hochleistungssportwagen. Schnell und aufregend, aber eben nicht für jede Straße gemacht. Mein Einstiegskurs lag bei 4,07 Euro, derzeit liegen wir bei 2,93 Euro. Ich halte insgesamt 32 Anteile. Es entspricht ein unrealisierter Verlust von 36,47 Euro. Ich habe bereits eine Dividende in Höhe von 5,27 Euro erhalten. Aktuell sehen wir, dass auf 3 Jahre die Dividende erhöht worden ist, auf 11%. Auf 5 oder 10 Jahre
wurde die gesenkt insgesamt. Einmal um 8% und einmal um 6% auf 10 Jahre Sicht. Auch hier ist bereits für die nächsten Dividenden schon gesorgt und diese wurden auch schon offiziell angekündigt, inklusive dem Betrag. Dann schauen wir uns nun die Daten an. Das 52 Wochen Hoch bzw. Tief liegt bei 3 Euro und 5 Euro. Aktuell ein Wert von 2,92 Euro. Ein Analyst setzt hier ein Preisziel von 3,85 Euro. Das Unternehmen befindet sich in nicht so einer guten finanziellen Lage wie die vorherigen BDCs. Und das sind auch die Kriterien. Aktuell haben wir eine Dividende von 31,58% bei einem Payout-Ratio von 636%. Viele wundern sich, warum die Payout-Ratio so hoch ist. Das wirkt hier so, als ob die Dividende gar nicht gedeckt sei. Das hat den Grund, dass CLOs enormen Cashflow abwerfen, auch wenn in der Bilanz Verluste stehen. Heißt konkret, die Dividende kommt aus Cashflows, nicht aus dem klassischen Bilanzgewinn. Darum sind die Payout-Ratio nach GAAP-Buchhaltung so verrückt hoch aus. Das ist der USP von Oxford Lane. Brutal hohe Renditen, teilweise von über 12%, aber eben mit mehr Risiko. Also was heißt es jetzt für uns Anleger? Main Street Capital, konservativer Cashflow, sogar monatlich. Perfekt, wenn man Stabilität möchte. Ares Capital, der Gigant, defensiv, diversifiziert, fast schon ein Basisinvestment im BDC-Bereich. Oxford Lane, die High-Yield-Wette, riskant, aber mit zweistelligen Renditen. BDCs sind Dividendenmaschinen, aber sie sind US-lastig, stark abhängig von Zinsen und der Qualität der vergebenen Kredite. Im nächsten Teil schauen wir uns Newtek One und Hercules Capital, zwei BDCs, die nochmal ganz anders ticken. Wie auch immer gilt, dieses Video ist keine Anlageberatung, sondern nur meine persönliche Strategie. Bis dahin, erfolgreiches Investieren.